Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die gängigsten Abzugssysteme für Faust für Waffen vor. Im Englischen sagt man am Abzugsmechanismus Action, weil der halt schlussendlich auch Aktion ausführt. Wir werden euch die 5 gängigsten Abzugsmechanismen, die in Pistolen und teilweise auch Revolver vorkommen, erklären und die Vor- und Nachteile, die sie haben, aufzeigen. Als erstes erklären wir euch den Single-Action-Abzug. Wie das Wort schon sagt, wird beim Single-Action nur eine Aktion durchgeführt. Das beste Beispiel dafür sind die alten Western-Revolver, wo man, bevor man einen Schuss abgeben will, zuerst den Hahn spannen muss. Nachher, wenn man den Abzug drückt, wird der Hahn nach vorne spicken und der Schuss löst sich. Bei Pistolen im Magazin ist es eigentlich das gleiche System. Einfach tust du durch das, dass du den Schlitten hinterher ziehst, den Hahn spannen und wenn man den abdruckt, geht der Schlitten nachher wieder hinterher und wird den Hahn wieder spannen. Der Vorteil von dem Abzugssystem ist, dass der Abzugs- und Resetweg viel kürzer ist und der Druckpunkt leichter erkennbar ist. Der Nachteil ist, dass beim Revolver zuerst der Hahn spannen muss, was auch wieder Zeit und halt irgendwie Bewegung mit sich bringt. Und es ist auch gefährlicher, durch das, dass du eben den Abzugsweg sehr kurz ist, kann schneller mal passieren, dass irgendwie aus Versehen ein Schuss geht, wenn du nicht aufpasst. Als nächstes schauen wir den DA oder auch Double Action Abzugsmechanismus an. Wie es der Name schon sagt, werden da 2 Aktionen durchgeführt. Einerseits das Vorspannen vom Mechanismus und dann nachher noch das Auslösen. Da ist noch wichtig zu sagen, bei den modernen Striker-Fire-Pistolen, so sprich die hier hinten keinen Hammer haben, die zählen technisch als Double-Action-Waffe, weil die Schlittenbewegung nur einen gewissen Teil des Mechanismus laden tut und die letzten paar Prozent werden mit dem Abzugsweg gemacht. Aber vom Gefühl her und vom Abzugsgewicht her und so geht es eigentlich eher mehr in der Kategorie von einem Single-Action-Abzug. Der Vorteil von dem Mechanismus ist, vor allem bei Revolver, dass man nicht mit der Hand den Hammer vorspannen muss. Sprich, man spart sich extra Bewegungen, die man machen muss. Wird einfach alles mit dem Abzugsfinger gemacht.
Zudem bringt es einen starken Sicherheitsaspekt, da der Abzugsweg länger ist verglichen mit dem Single Action und strenger, sprich man braucht einen grösseren Kraftaufwand, um ihn auszulösen. Das ist sicherer. Der Nachteil von so einem System ist halt einfach, er ist strenger, also es ist halt ein bisschen anstrengender, um damit zu schiessen. Auch ein bisschen Gefahr da, dass man die Pistole ein bisschen verzieht beim Schiessen. Und meistens ist auch der Druckpunkt, also sprich dort, wo er dann auch schlussendlich auslösen tut, ist vielfach kaum zu spüren. Das nächste Abzugssystem, das wir euch erklären, ist Single Double Action oder Double Single Action. Das ist eigentlich beide Systeme in einem. Am einfachsten aufzeigen kann man das beim Revolver. Entweder tut man den Hahn vorspannen, dann hat man einen Single Action Abzug. Aber man kann auch den Abzug einfach durchziehen, dann hat man ein Double Action System. Bei Pistolen ist es nicht ganz gleich, sondern sobald man eigentlich gespannt hat, ist es ja in dem Sinne ein Single Action. Aber bei denen hast du immer einen Entspannhebel, wo du den Mechanismus entspannen kannst, und nachher ist der erste Schuss immer im Double Action. Der Vorteil davon ist, dass du deine Vorteile kannst aussuchen vom Single oder vom Double Action Abzug. Plus ein weiterer Vorteil ist, wenn du sie entspannt, also im Double Action Modus holsterst, hast du beim ersten Schuss immer die Sicherheit vom langen Abzugsweg, dass der Schuss nicht einfach so abgeht. Dann gibt es noch den sogenannten Double Action Only oder auch DAO genannt Abzugsmechanismus. Wie es der Name da schon sagt, geht es um einen Double Action Abzug, sprich das System macht gerade zwei Aufgaben, aber halt man hat nur die Funktion. Also nicht so wie beim SADA, wo man vorher erklärt hat, wo man kann von der Single Action zu Double Action wechseln, man kann einfach wirklich nur Double Action schiessen. Das heisst, man muss jedes Mal mit dem Abzug den Hammer vorspannen, bis er auslöst. Bei einer Semi-Auto-Pistole, auch wenn der Schlitten repetieren tut, trotzdem jedes Mal wieder den Hammer vorspannen. Oder auch bei Double Action Only Revolver genau das Gleiche. Der Vorteil von dem System ist, dass man halt einfach die Sicherheit vom Double Action Abzug immer hat und nicht nur punktuell. Also der lange Abzugsweg, das höhere Abzugsgewicht, wo so gut wie möglich verhindern tut, dass aus Versehen ein Schuss abgeht. Aber dafür hat natürlich auch den Nachteil vom schweren und langen Abzugsweg und Gewicht, wo es halt ein bisschen schwerer macht zum präziser schiessen und halt ein bisschen Gefahr da ist, dass man die Waffe beim Schiessen ein bisschen verziehen tut. Das letzte System, das wir euch vorstellen, ist der sogenannte Law Enforcement Modification, wo auch LEM genannt wird. Der ist vom Aussehen her wie ein Double Action Only. Jedoch da der Unterschied, dass der innere Mechanismus schon vorgespannt ist, aber Abzug und Hammer nicht. Das heisst, man hat so einen langen Abzugsweg, der ist aber leicht,
weil man keinen Mechanismus spannen tut. Dadurch hat man aber auch einen klar erkennbaren Druckpunkt. Und nach dem Schiessen, verglichen zu einem Double-Action-Only-Abzug, hat man den kürzeren Weg bis zum Reset, dass man einen Folgeschuss machen kann. Vorteil von dem System: Es bietet auch ein gewisses Maß an Sicherheit durch einen langen Abzugsweg. Wobei man da muss sagen, verglichen zu einem Double-Action-Abzug ist das Maß an Sicherheit ein bisschen weniger, wegen einem leichteren Abzugsweg. Was wiederum beim Schiessen ein Vorteil ist, verbunden zusammen mit dem klar definierbaren Druckpunkt und dem viel kürzeren Reset-Weg. Was man ein bisschen als Negativpunkt kann sehen, ist der lange Abzugsweg, weil halt eine Gefahr birgt, dass man beim Schiessen eventuell halt die Pistolen ein bisschen verzögern tut. Da noch zu sagen, dass das System gibt es nur bei semiautomatischen Pistolen. Der LEM kommt von Heckler & Koch. Es gibt noch andere Hersteller, die ihn machen. Dort heisst er ein bisschen anders, aber der bekannteste ist halt der von Heckler & Koch. In dem Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über jeden Like und jeden neues Abo. Und falls euch die Erklärvideos auch gefallen, lasst doch einen Kommentar da, falls ihr mal irgendeinen Vorschlag hättet, was wir euch noch erklären könnten oder was für Videos das wir machen könnten. Und in dem Fall, ciao zusammen!